Das ist doch gerade wurscht. Deswegen, so. Ich kann noch hier anpassen. Aber genau, wir schauen uns das gute Stück an. Wir haben ja letztes Mal bei den Haaren aufgehört und da machen wir auch direkt weiter. Deswegen habe ich mir gedacht, schauen wir uns den doch einfach mal an hier drüber. Servus Markus, schön, dass du wieder da bist. Hey, das ist immer nice. Ja, ich nehme hier gerade den John McClane, mache ich mal weiter. Ich habe mir gedacht, komm, ob ich den jetzt hier alleine vor mir hin brabbel oder direkt dabei online live gehe, ist gerade wurscht, dann kann ich es auch live machen. Nicht damit gerechnet, dass um die Uhrzeit hier um 9 schon überhaupt jemand da ist. Aber sehr nice. So, dann switche ich mal rüber. Und genau, wir haben hier den John McClane. Da haben wir das letzte Mal direkt aufgehört. Deswegen würde ich sagen, wir lassen den einfach weiterlaufen und schauen uns das Ganze einfach an. Und ich quatsch da ein bisschen mit euch drüber. Das will ich natürlich fertig machen. Vor allem habe ich ja auch noch so den ganzen Kratos fertig. Und da habe ich noch richtig Bock drauf. Deswegen will ich jetzt relativ schnell den Johnny mal hier endlich abgeschlossen haben. Und das ist sicher auch für die einen oder anderen noch interessant, wie ich da weiter verfahren bin. Und das ist eigentlich schon... ja, weißt du, der frühe Wurm fängt den Vogel. Geil. Ja, auf jeden Fall, schaut euch mal an. Wir haben ja hier die ganze Haut aufgebaut. Ich weiß, ich mache das natürlich so, wie ich das denke. Ich habe, wie gesagt, noch nie wirklich viel mit deckenden Tönen gearbeitet, geschweige denn mit Hauttönen groß. Und ich habe das einfach mal so nach meinem Empfinden aufgebaut. Ob das richtig ist oder nicht, ist dann wieder eine andere Frage, oder ob das sinnig ist oder nicht. Aber es hat funktioniert und das ist, glaube ich, das einzig Wichtige. Und was ich jetzt gerade mache, das seht ihr, wir haben ja den Skin Tan und den Skin Dark. Also wenn ihr die anderen Folgen gesehen habt, dann wisst ihr das wie ich den Grundton gemischt habe. 1:4. Und wie ich den dann mit dem Skin Tan abgedunkelt habe, mit dem Flash Brown und dann auch noch mit dem Blood Red. Und das Witzige ist jetzt gehe ich mit Skin Tan, Skin Light rein. Also ich highlighte das Ganze ein bisschen. Und das mache ich jetzt gerade ein bisschen, um das noch so ein bisschen, sag ich mal, Hautstruktur reinzubekommen, damit das Ganze nochmal ein bisschen sinniger wird und nicht nur so glatt. Aber das gefällt mir jetzt, glaube ich, nachher nicht ganz so gut, beziehungsweise ich wollte das nochmal ein bisschen zurücknehmen, damit ich nochmal vereinzelt Highlights reinmachen kann. Und dafür gehe ich dann mit dem Skin Tan, und zwar verdünnt, also ich glaube mit einem Stretcher ein bisschen drin, gehe ich dann nachher nochmal über die Stellen hier drüber, um das nochmal ein bisschen runterzunehmen. Danke, trotzdem vielen Dank, Markus, dass du überhaupt reingeguckt hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Arbeitstag, hey, und halt die Ohren steif. Und ja, heute Abend wollte ich eigentlich online gehen, aber das geht leider nicht, weil ich heute Abend wieder ein 4-stündiges Online-Seminar habe, was ich völlig vergessen habe und morgen auch noch. Und das kotzt mich an, deswegen habe ich mir gedacht, scheiß drauf, gehe ich jetzt online. Was soll's. Aber wie gesagt, wir sehen uns die Tage sicher noch, Markus. Und viel Spaß noch beim Schaffen. Ja, der Markus Koch ist schon eine coole Socke, der Typ. Den mag ich auch wirklich. Ein sehr, sehr guter Airbrusher und sehr fähiger Mann. Er hat auch einiges auf dem Kasten. So, jetzt habe ich hier jetzt wieder die Infinity am Start. Und die Infinity, mit der bin ich noch nicht so gut zurechtgekommen. Die hatte ich da ja, glaube ich, den ersten Tag oder war es der zweite. Also ich habe an dem Bild so viel rumexperimentiert mit so vielen Dingen gleichzeitig. Das war nicht unbedingt gerade immer gut. Wie man jetzt hier unschwer erkennen kann. Habe ich ein bisschen rausgemalt und man sieht es hier schön hier unten an der Nase, schön die Spitze hier, wie das hier richtig ein Spinnenbein rausgezogen hat. Und jetzt kommt euch das natürlich nachher wieder mit der Hautfarbe oder mit Schwarz oder was auch immer, um das nachher wieder ein bisschen zu korrigieren. Also macht euch da keine Sorgen, das passiert schon noch. Aber es dauert halt noch ein bisschen. Jetzt wollte ich erstmal noch so ein bisschen weiter das Gesicht machen und wie gesagt, da war ich so hardcore viel am Rumprobieren und habe mir gedacht, so Schissel, hey, wie wird das, wie funktioniert das? Ist immer ein bisschen schwierig dann, da auf den grünen Zweig zu kommen, wenn man da so ganz planlos wie ich einfach rangeht. Aber ganz ehrlich, so lerne ich einfach am meisten. Ich mache viele Fehler und aus denen lerne ich draus. Das ist zwar immer schön, wenn man weiß, wie man es aufbaut, aber ich finde das irgendwie auch ganz sinnig, das einfach selber herauszufinden.
Das ist wie wenn man ein Computerspiel ohne Komplettlösung spielt. Das ist halt einfach das wahre Gaming. Und das gleiche mache ich jetzt auch hier. Deswegen taste ich mich an solche Geschichten einfach ran und probiere einfach rum, weil ich da einfach so Bock drauf habe, ob es nachher wirklich passt oder 100% wird oder nicht. Das ist immer eine ganz andere Frage, ein ganz anderer Schnack. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Wie gesagt, ich bin da gerne bereit, einfach rumzuprobieren. Und ich mache das eigentlich schon immer so beim Airbrushen. Ich habe es jetzt immer so gemacht, immer probiert. Probieren geht über Studieren, sage ich so schön. Wobei ich mittlerweile natürlich durch die Community, vor allem auf dem Discord-Server, immer ganz coole Tipps kriege und so. Das freut mich schon auch. Da kann ich dann auch noch mehr rumprobieren. Wissen ist Macht. Oh. Deswegen machen wir das. Jetzt erstmal hier mein Käffchen saufen, hey. Wir sind in der Früh schon hier. Also ich bin schon viel, viel länger wach. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Es sind halt wieder alle krank. Das ist richtig geil. Ich werde auch schon oder bin schon krank, was ich auch wieder geil finde. Es hört einfach nicht auf. Es reißt nicht ab, die ganze Scheiße. Die reißt einfach nicht ab. Das ist furchtbar nervig. Das ist so nervig. Und das Video starte ich am Freitag als Premiere, weil ich da ja, wie gesagt, am Freitag nicht kann. Wenn ihr das jetzt hier seht, hocke ich gerade ich glaube 18:15 Uhr geht der Scheiß los. Das geht 4 fucking Stunden. Und ich habe jetzt schon keinen Bock drauf. Ich habe so keinen Bock auf diese Schulung jetzt. Und dann auch noch Donnerstag der gleiche Schnack. Und ich glaube, wenn ich es noch richtig gesehen habe, ist es, glaube ich, auch noch Samstag. Also nächste Woche geht's gleich so weiter. Mit abends auch noch. Das ist ja echt manchmal ein bisschen nervig. Und wenn ihr jetzt hier schön mit eurem Bierchen in der Hand euch einen schönen Abend gönnt, und ich wünsche euch einen schönen Freitag da übrigens dann, ihr lieben VOD-Zuschauer, dann wird's... Dann bin ich noch gerade am Ackern und mir den vollen Bullshit geben. Also, ja, ihr dürft mit mir fühlen. Dann werde ich auch sicher, wobei ich lasse das Video so nebenher laufen. Das kriegt ja keiner mit. Geil. Damit ich sehen kann, wer von euch hier Banausen doch noch da ist. Vor allem bei YouTube, gell? Ach, geil. Genau. Jetzt habe ich, wie gesagt, das Skinlight ist immer noch drin. Und damit highlighte ich immer noch ein bisschen durch. Jetzt kam da ein Cut, jetzt habe ich mal wieder hier Päuschen gehabt oder so. Man sieht's, dass ich aber nicht viel verändert habe. Und habe ich das schon jetzt ein bisschen eingenebelt. Ja, manchmal ist das so bei den Aufnahmen, gerade bei solchen Videos, wenn es nicht ganz live ist, dann ist natürlich die Problematik, dass ich manchmal vergesse, die Kamera einzuschalten. Also auf Record zu drücken oder eben irgendein anderer Käse nicht passt. Aber ich glaube, hier war mal wieder so ein klassischer Fall von, ich habe vergessen, auf den Button zu drücken. Push the button. Deswegen ist das ein bisschen problematisch, aber es funktioniert. Ihr habt jetzt nicht viel verpasst. Ich glaube, ich habe den unteren Augenbereich, Wangenknochen, habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen runtergenommen. Und jetzt highlighte ich eben nochmal ein kleines bisschen. Um mich da so ein bisschen ranzutasten. Es nervt mich schon wieder, krank zu werden. Ey. Mich nervt das so unendlich. Vor allem schon wieder gleich die Nase voll. Scheiß Nasennebenhöhlen wieder geschwollen und dick. Jetzt hatte ich die ganze Zeit Halsweh. Jetzt wandert es wieder in die Nase. Und ach, das ist so ein Bullshit, ey. Ich hab keinen Bock drauf. Aber hey, this is the way. Ich habe gesprochen. Geiler Schissel, hey. Genau. Mit dem Highlighten, also wir highlighten nicht richtig, wir machen eher Struktur ein bisschen rein, um da ein bisschen drauf zu schaffen auf das, was wir vorhin angelegt haben. Und das funktioniert ehrlich gesagt ganz gut. Ist mir halt, wie gesagt, glaube ich, nachher noch ein bisschen zu rough, ein bisschen zu krass. Das werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen runternehmen und ein bisschen mit den deckenden Tönen ein bisschen hin und her springen, um das Ganze noch etwas sinniger zu machen für mich. Und das hat ganz gut funktioniert und hat das eigentlich gepasst. Und das ist eigentlich immer das Wichtigste, dass es passt. Ups, falsch. Ja. Jetzt schauen wir hier, kämpfe ich natürlich wieder mit der Infinity rum, oder mit der Evata, beide neu. Das ist natürlich geil gewesen. Mittlerweile habe ich beide super im Griff. Gerade die Evata ist eigentlich auch ganz geil.
benutze ich gerade bloß ein bisschen seltener, weil für die ganzen Übungsgeschichten ich ungern meine guten Guns benutze. Da nehme ich eher schon sag ich ja mal, die Guns, die Silverline und so, wo es da nicht so wild ist, die nehme ich dafür immer dann lieber für solche Geschichten. Wobei bei meinem Green Goblin werde ich definitiv für die Infinity nehmen, weil das sehr, sehr kleinteilig ist. Und ich nicht weiß, ob ich mir mit so einer mega kleinen Leinwand da wirklich einen Gefallen getan habe. Aber hey, so ist das halt. Und da werde ich dann sicher auch noch ganz schön strugglen. Aber hey, so ist das. Oh, nah am Untergrund dran. Das wird schon wieder gefährlich. Ich sehe die Nadel schon. Sich schon fast verbiegen. Der Nadel-Terminator ist wieder am Start. Geil. Ihr müsst halt bei so kleinen Bildern, ich meine, es ist ein kleiner Rahmen, das ist ja 24:30, also wirklich klein. Und dann ist das Porträt, das Gesicht ja auch noch mal viel, viel kleiner auf dem Bild, dann wird das ja noch kleinteiliger. Und das dann nur mit der Gun zu machen, da braucht ihr eine gute Gun-Kontrolle und generell ein gutes Handling, um da A, Details reinzubringen und B, nichts kaputt zu machen. Und da müsst ihr halt ultra nah an den Untergrund ran. Ihr seht, wie nah ich dran bin. Das ist ja hier... Das ist ja hier Nadelbingo. Das ist gerade, da war ich teilweise schon richtig krass nah dran, aber so kriege ich halt die Sachen hin. Und da braucht ihr, wie gesagt, einmal eine super Gun-Controlle, damit ihr keine Spinnenbeine bekommt, dass das nicht irgendwie voll aufsitzt oder so. Also da müsst ihr wirklich gut dran sein, wenn ihr sowas machen wollt wie ich. Ist schwierig. Da braucht ihr viel Erfahrung für sowas, aber ihr seht, es funktioniert und dafür muss man halt wirklich nah ran. Und ihr seht auch richtig schön, wie das Tip-Try, also wie sich das langsam vorne sammelt an der Spitze, das ist schon Wahnsinn. Aber ich muss da fairerweise auch sagen, ich glaube, dass die Silverline, die ich hierfür benutzt habe, auch schon ein bisschen durchgejodelt war und da nicht mehr ganz so gut lief. Aber ihr seht, das funktioniert aber hervorragend, ey. Guckt euch das an, das ist wie ein junger Gott. Preiset mich, lobet mich. Nein, aber das ist wirklich das Ding, da wollt ihr unbedingt hin. Also nicht, da wollt ihr unbedingt hin, aber das war immer mein Anspruch, sehr nah an den sehr schöne Details machen zu können mit der Gun. Ohne dass es gleich aussieht wie hingekackt und hingeschissen, auf gut Deutsch gesagt. Und deswegen finde ich das eigentlich ganz, ganz sinnig. Und ja, hoppala, ich aufhören mit der Maus wieder umzufahren. Ja, und hier bastle ich halt eben noch so ein bisschen bisschen noch die Struktur ein, weil ihr seht jetzt hier, das hier wirkt alles noch sehr, sehr glatt. Sehr, sehr, ja, das sieht haut nicht aus. Hier ist es schon mit dem eingefärbten Skin-Turn, den wir hier genommen haben, den hellen, wirkt das gleich viel, viel hautiger, viel, viel strukturierter und schöner. Und das nehmen wir jetzt halt und machen das im Endeffekt hier oben auch nochmal, damit das nicht zu glatt wirkt. Sonst wirkt das einfach so, ja, so sieht kein Mensch aus. Außer die Promis nach 10 Tonnen Schminke und 20.000 Spritzen Botox, dann sieht man vielleicht so aus, ja. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja hier so ein bisschen abgefuckten Typen haben. Und dann machen wir den auch ein bisschen abgefuckt. Das auch schön, schön passt. Oh. Käffchen am Morgen. Ja, ich wollte nämlich das hier jetzt noch machen, hab mir gedacht, komm, Arschlecken. Jetzt haben wir ja Teil 1 und 3 ist ja noch bei YouTube schon oben und passt. Ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt auch den Voice-Over hier einfach wie immer still für mich vor mich hin machen. Dann habe ich mir gedacht, komm, ich mache dann Dinge einfach. Ich mache das einfach live, jetzt ist ja gerade wurscht. Und dann wird das dann eben hochgeladen bei YouTube nachher wieder. Und dann geht das weiter. Das ist jetzt, glaube ich, Teil 4. Und wenn ich jetzt noch richtig im Kopf habe, kommen noch 2. Aber wie gesagt, das mache ich hier mal so nebenher. Vielleicht mache ich dann auch noch den Kratos, den ich ja auch noch gemacht habe, der mega geil aussieht. Den werde ich dann vielleicht auch so live dann mit euch mal noch bequatschen und zeigen, während ich dann nebenher halt noch meine anderen wirklich Live-Sachen mache, wie den Green Goblin etc. Und dann wird das Ganze gebrushed und gemacht. Und warum auch nicht, oder? Es ist ein bisschen sinniger, vielleicht treffe ich ja doch noch den einen oder anderen von euch, wenn ihr nicht gerade alle beim Schaffen seid. Ich habe schon gesehen, der HD war wieder fleißig, hat sich wieder eigene Stencils gemacht, was ich schon wieder sehr cool finde. Und ich bin ganz gespannt auf Markus seine Schablone, die er gemeint hat, die er sehr gut findet für Porträts. Da bin ich jetzt echt hellhörig geworden, weil ich habe ja tatsächlich auch den gleichen Schneideplotter, glaube ich, wie der Hardy und auch die Matte und alles, könnte ich mir sogar selber auch noch ausdrucken. Wo übrigens soll dafür Synthetikpapier richtig gut sein,
um sich dafür auch, sich daraus auch Schablone zu machen. Es steht auf jeden Fall mal dran. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt oder Erfahrung damit habt. Das könnt ihr mir gerne mal in die YouTube-Kommentare reinschreiben. Das wäre mal echt sinnig. Ob ihr schon mal mit dem Synthetikpapier, ist eigentlich egal welches, ob es jetzt Squaretext, muss ja nicht unbedingt Squaretext sein, aber es bietet sich an für sich irgendwo auch an, weil es eine sehr glatte Oberfläche ist und weil es reißfest ist und nicht so saugend, und dann ist das eigentlich ja gar kein schlechtes Schablonenmaterial. Oder halt, um da Schablonen mitzumachen. Deswegen, bin ich mal gespannt. Vielleicht drucke ich mir dann die eine mal aus von Markus oder so. Einfach nur mal zum Gucken, wie das funktioniert. Dafür müsste ich natürlich meine Platte finden für den Schneideplotter. Das wird, glaube ich, das größere Problem sein. Ihr seht, ich mache jetzt hier bei den dunklen Stellen ein bisschen weniger. Klar ist da auch Struktur drin, aber da habe ich gesagt, komm, drauf geschissen, das lassen wir weg. Wir strukturieren nur das ganze andere hier durch. Die ganzen Poren und die Haut so ein bisschen. Dazu kommt natürlich auch noch, dass in dem Originalbild das auch noch sehr speckig und glänzig ist generell. Und natürlich eigentlich auch noch viele Schweißperlen drauf sind und Wassertropfen. Die lassen wir tatsächlich weg. Die habe ich probiert und die sahen so beschissen aus. Deswegen lassen wir die weg. Da habe ich einfach nicht den richtigen Weg gefunden. Jetzt wüsste ich, glaube ich, eher, wie es besser machen würde. Von der Farbe her. Aber da habe ich dann einfach nicht den Drall gehabt, das richtig hinzubekommen. Deswegen habe ich es weggelassen. Dafür reicht dann das Speckige. Aber ihr seht, so kann man auch anfangen, nochmal Struktur in das Ganze reinzubringen. Hätte ich natürlich auch vorher schon machen können mit dem Grundton und mit den anderen Tönen. Das Problem ist, ich wusste ja noch gar nicht, wie ich von der Helligkeit her hinkomme, wie ich überhaupt generell wie das Ganze aussehen wird am fertigen Endprodukt. Deswegen habe ich das erstmal nicht gemacht, sondern nur die Verläufe und habe erstmal darauf verzichtet, weil ich eben nicht wusste, wie ich das aufbauen soll und möchte. Und mit dem jetzigen Aufbau und dem Wissen, wie ich das gemacht habe, könnte ich das jetzt nochmal viel, viel anders strukturierter aufbauen, damit das gleich mal ein bisschen echter aussieht. Und kommt mir schon wieder das Käffchen hoch. Deswegen nur mal so am Rande. Und ihr seht, ich wechsle jetzt halt extrem hin und her. Das sind natürlich mehrere ganz immer vorteilhaft, weil in jedem ist irgendein anderen Farbton. In dem einen ist das Flash Brown, in dem anderen ist noch der Grundton, in dem anderen ist natürlich das Skin Light drin und so. Da kann man so ein bisschen hin und her switchen. Und ich nehme jetzt das Skin Tan, müsste das sein, und nicht das Flash Brown. Färbe das nochmal ein bisschen ein. Muss aber sagen, dass mir der Farbton jetzt hier zum Beispiel nicht wirklich gefällt, weil das sieht sehr so karottig aus. Oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber das wirkt sehr unschön jetzt, finde ich. Das sieht irgendwie nicht geil aus. Das habe ich dann mir auch gedacht und gedacht, Kacke, da werden wir auf jeden Fall noch ziemlich viel drüber arbeiten, um das wieder wegzubekommen. Aber wie gesagt, das sind so Erfahrungswerte, die ich da einfach sammle, und generell muss auch sagen, dass ich mich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt null mit der Farblehre beschäftigt habe. Also da ist sicher auch noch einiges falsch gegangen, was Schwarz angeht und den Aufbau generell, wenn man sowas, glaube ich, macht. Aber ja, so ist es halt. Ihr kriegt da so, wie ich das gemacht habe, 1:1 unverfälscht. Könnt ihr euch das reinziehen, ihr Verrückten da draußen. Wie gesagt, liken, abonnieren, kommentieren, immer machen. Kommt gerne rüber zu Twitch, schaut, abonniert meinen Kanal da, dann verpasst ihr keine Live-Sessions mehr. Könnt euch da schon solche Videos, die werden natürlich auch, glaube ich, 60 Tage gespeichert. Könnt euch da auch schon Sachen angucken, wenn ihr es nicht abwarten könnt, auf neuen Content zu warten, wenn ich das per YouTube hochlade. Weil, was viele natürlich auch nicht wissen, ist, dass YouTube, ich da ein Video hochlade, das dann immer ewig dauert, bis die gute 4K oder in dem Fall jetzt WQHD, wenn ich das über den Rechner mache, Qualität erreicht wird, dauert das sehr, sehr lange. Das kann manchmal bis zu 2 Tage dauern, und wenn das so verpixelt mit 360p irgendwie nicht schöner wird, einen Tag oder 2, dann gebe ich das auch nicht frei, weil ich ja euch das nicht zumuten kann, dass ihr mit so einer beschissenen Qualität da die Videos guckt. Also da einfach mal ein bisschen gucken. Oh, meine Scheißnase, ey. Ja, und was noch? Ich habe gerade die Tage noch ein Video hochgeladen, was die Schablonen, die eine Schablone und meine Übungsbilder angeht. Weil da habe ich so viele Fragen gekriegt, ich glaube 7 Stück oder so,
auf Facebook 3 und auf Instagram, glaube ich, 2 und bei YouTube in den Kommentaren noch 2 müssten das gewesen sein, ja. Und das war ein Haufen von, wie kann ich das runterladen, wie funktioniert das? Das funktioniert bei mir nicht, wo ich da dran stand, so, boah, ey, jetzt keinen Bock, jetzt jedem einzeln das Thema zu schreiben. Ich habe mir dann gedacht, komm, ich mache dann lieber ein Video, dann habe ich das Ding erledigt und bin dann zeitlich auch nicht mehr so daran gebunden und kann das einfach mal verlinken und dann ist das erledigt. Und ja, das findet ihr auf meinem Kanal, wenn ihr da noch nicht wisst, wie ihr an so ein Übungsmaterial oder an das Bild hier, wie ihr das vernünftig von dem File-Upload-Net runterladen könnt, dann schaut euch das Video an, da erkläre ich euch das in ein paar Minütchen ganz kurz. Und wie ihr sonstens auf Discord die Alternative habt, um das da runterzuladen. Und dann habt ihr auch überall das Material, was ihr braucht. Da ist übrigens auch der John McClane mit drin und so. Also habt ihr 2 Möglichkeiten, auf jeden Fall an die Sachen ranzukommen, ohne Probleme, wenn das am Rechner jetzt nicht so klappt mit dem Download. Und wie gesagt, da müsst ihr einfach ein bisschen gucken. Jetzt habe ich hier wieder einen, und das müsste tatsächlich wieder der Skin, es müsste, glaube ich, die Grundton sein, weil ich über dieses hässliche eingefärbte Kartentönchen hier, ihr seht, das hier sieht so beschissen aus. Also der Bereich, den ich jetzt so weiß vorgelegt hat und dann mit der dunklen Farbe drüber, gibt natürlich wieder eine hässliche Verschiebung in der Farbe generell. Da sieht das hier viel, viel schöner aus. Da hätte ich von vornherein, hätte ich es nicht so aufgebaut wie ich, dann hätte ich von hell nach dunkel arbeiten müssen und schon im Vorfeld wissen müssen, wo was ich hell lasse und dann einfach nur noch dunkler werden. Aber das habe ich da noch A, nicht gewusst und B, war es mir auch irgendwie relativ egal, weil ich einfach mein eigenes Ding mache. Und da schön einmal schön draufgesprüht. Was ist hier passiert? Das war jetzt so ein Klassiker für die Nadel ist verstopft. Oder die Düse, besser gesagt, in der Gun. Die ist jetzt so verstopft oder es hängt so ein Dreck dran an der Düse, dass die Nadel nicht sauber abschließt. Ich bin jetzt da rangegangen und habe nur Luft gegeben. Nichts weiter, nur Luft. Und trotzdem schließt die Nadel natürlich nicht ab. Heißt, ich gebe nur Luft und es kommt trotzdem gleich ein Haufen Material und in der Regel dann relativ viel. Und dann hilft eigentlich nur noch, dann habe ich sie, glaube ich, aufgemacht, hinten kurz mal mit der Nadel vor und zurück, um das Ganze ein bisschen wegzupusten, den ganzen Schissel und ein bisschen sauber zu machen. Aber das war so ein Abend, ich glaube der nächste Tag war dann auch wieder, wo ich die dann, glaube ich, einmal wirklich ganz sauber gemacht habe, weil die jetzt schon mehrere Tage in Benutzung waren und immer noch zwischengereinigt und auch dann hier und da mal irgendwie von der Farbe irgendwelcher Dreck reinfliegt, oder? Der scheiß Pinsel, den ich da hatte, der dann die Haare verloren hat, das war natürlich auch noch super. Der mich da auch noch geärgert hat. Also da kam eigentlich so viel Mist bei zusammen, dass es eigentlich schon ziemlicher Wahnsinn ist. Oh Mann, ey. Völlig crazy. Aber ja, so ist das halt. Und das versuche ich mich halt jetzt einfach irgendwie stimmig hinzubekommen und bin da halt ziemlich am Hin und Her fuchteln. Und das ist es halt. Einfach machen. Do it. Wie gesagt, ich habe immer gesagt, ich bin ein Macher. Ich überlege nicht zu lange herum. Und das trifft hier eigentlich auch wieder ganz gut zu, weil ich dann einfach gedacht habe, komm, mach's einfach. Wenn es in die Hose geht, dann geht's in die Hose. Und wenn nicht, dann bin ich auch zufrieden. Und manchmal muss man es, glaube ich, einfach machen, um zu gucken, wie es funktioniert. Und das hier hat eigentlich jetzt gar nicht schlecht funktioniert, wobei ich sagen muss, noch einige Sachen, die es zu verbessern gibt in Zukunft. Aber für das erste farbige, überhaupt deckende Porträt mit deckenden Farben finde ich das schon ganz, ganz in Ordnung. Und bin auch ganz happy damit. Ich finde das Endergebnis, wenn ich es mir jetzt so angucke, eigentlich ganz cool. Das macht mir vor allem sehr, sehr viel Spaß. Und das ist immer das Wichtigste. Spaß dran haben, Jungs und Mädels. Einfach ein bisschen machen. Hey, Land, zack, kommt mir. Ich trinke nur Kaffee und kommt mir dauernd alles hoch. Also, ich muss nicht mal essen bei der Aufnahme, damit mir dauernd ständig alles hochkommt. Ist das geil. Aber meine Nase, ich muss kurz Nase putzen. Ich mach kurz das Mikrofon ab. Sonst seht ihr da ständig mein Gerotze. Ah. Ha. Genau, hier haben wir jetzt das Skin Tan wieder pur drin.
und nicht das Light, glaube ich. Weil das Light nehmen wir tatsächlich nur zum Highlighten, weil das ist so schneeweiß. Oder es sieht so schneeweiß, obwohl es das nicht ist. Ha. Und deswegen gehe ich jetzt hier nochmal ein bisschen rüber. Und mache nochmal so, das ist langsam so ein bisschen das Speckige einarbeiten, was wir da die ganze Zeit haben auf dem Referenzbild. Auf dem Originalen ist der so, da spiegelt und glänzt eigentlich nur noch alles in diesem Gesicht. Das ist ganz cooler Effekt, aber kann hier natürlich auch bedingt der Größe ein richtiger Scheiß sein und waren jetzt nicht immer so, wo ich mir gedacht habe, geilo. Da habe ich richtig Bock drauf. Deswegen. Auf jeden Fall ein Projekt, was mir ziemlich viel Spaß gemacht hat. Und da werde ich definitiv noch ein bisschen rumprobieren. Versuche mal noch so ein bisschen meinen eigenen Weg zu finden, was das ganze Farbliche am Malen angeht, also das mit deckenden Tönen. Da muss ich einfach mal ein bisschen gucken, wie ich das wo und wie gestalte. Und dann wird das einfach gemacht. Aber jetzt bin ich hier, wie gesagt, mit dem Skin Tan einfach nochmal ein bisschen. Und das müsste eigentlich der Grundton sein. Ich rede gerade Quatsch. Unser Grundton mit Skin Tan und Skin Dark, den ich jetzt nochmal nehme, nachdem ich ja das Ganze abgedunkelt und eingefärbt und runtergenommen habe mit dem Flash Brown und mit dem Blood Red. Gehen wir jetzt nämlich nochmal mit dem Grundton rein und highlighten jetzt hier und da nochmal was und nehmen es dann nachher nochmal mit dem Flash Brown ein bisschen runter. Das hat jetzt, aber wie gesagt, das ist sehr, sehr viel Rumprobiererei von meiner Seite aus. Wie gesagt, ihr könnt mal gerne mal schreiben, wie ihr das aufbaut. Und dann lerne ich da auch mal wieder was draus. Das ist ja eigentlich das Coole dran. Jetzt, wie ich vergessen habe, dass ich diese Schule habe, gerade vor 2 Minuten diese blöde E-Mail gekriegt, so, heute Abend ist wieder soweit. Oh Mann, ey. Ist das ärgerlich. So ist das halt. Die Schafe. Was wir natürlich jetzt haben, sind an solchen Geschichten wie hier oben. Wenn man mit so einem recht hellen Ton auf so einen ganz dunklen geht, dann sieht das immer recht schnell sehr kacke aus. Weil das relativ also eine eklige Farbverschiebung bekommt, dann sieht es gleich irgendwie so dreckig aus. Das ist nicht so geil. Und das ist noch ein bisschen so ein Problem, an dem ich arbeite. Aber auch das kriege ich noch in den Griff. Aber wie gesagt, das ist immer gar nicht so einfach. In die Materie kann man sich extrem vertiefen. Wie in allem im Leben kann man sich sehr vertiefen. Ich habe das Technische eigentlich ganz gut drauf. Also das Handling der Gun bin ich wirklich richtig gut. Das kann ich mal so frech sagen. Was so jetzt das farbreine Malen angeht und so, da wird es dann eher mal neu interessant für mich, weil habe ich mich noch nicht so viel mit beschäftigt, mit der ganzen Geschichte, aber das werde ich jetzt mal in Zukunft machen. Immer wieder mal, aber ich werde auch wie immer wieder gerne mal so malen, wie ich das möchte. Und einfach da mal hin und her switchen, ein bisschen was dazulernen und ein bisschen was machen. Und das ist schon ganz sinnig. Sinnig und stimmig. So. Ein Käffle am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Oder irgend so ein Scheiß, gell? So, jetzt haben wir schon 27 Minuten vom Heiland. Zack, die Zeit vergeht immer, wenn ich mit euch hier sitze und die Aufnahmen mache. Ob ihr jetzt da seid oder nicht, so wie heute, seid ihr nicht da. Aber ist ja auch klar, wenn ich hier morgens um 8 Uhr rumstreame, erwarte ich nicht, dass ihr da seid, wenn ich weiß, dass ihr alle arbeiten seid. Aber wie gesagt, für mich macht das keinen Unterschied, ob ich das jetzt ohne Twitch oder mit aufnehme. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme es einfach mit auf. Ist für mich gerade bequemer, weil ich nur ein Knöpfchen drücken muss, dann läuft alles. Und dann kann ich das einfach easy runterladen und verschieben und dann passt das für mich viel sinniger. Das ist übrigens auch der Vorteil bei dem ganzen Twitch. Das ist für mich so viel einfacher zu gestalten, weil bei YouTube hat das nicht funktioniert. Da musste jemand den Stream-Schlüssel eingeben und einen ganzen anderen Käse machen und das dann umständlich doppelt starten und so ein Käse. Und dann lief das bei OBS, aber auch nicht bei YouTube generell und dann war das immer so ein voller Bullshit. Und hier ist das einfach nur ein Knöpfchen drücken und ich bin live, ein Knöpfchen drücken und ich bin wieder draußen. Und das ist für mich einfach so viel komfortabler und angenehmer. Deswegen werde ich das auch definitiv so lassen. Und mir gefällt das. Und jetzt sind wir wieder sehr, sehr nah ran. Wir sehen hier mal wieder so ein schönes Spinnenbeinchen hier. Kurz zu viel Power gehabt. Ihr seht das sofort. Das kann man eigentlich noch wegwischen, aber das habe ich mir jetzt hier gespart, weil ich da noch drüber arbeite. Aber ihr seht mit einer schönen Gangkontrolle, wie schön kleine
Sachen man machen kann. Und dafür ist wieder der Punktescale eigentlich ganz wichtig und ganz interessant, um das zu machen. Und hier seht ihr mal hier wieder schön, wie Tip-Dry vorne dran ist. Ihr seht es richtig, wie sich hier die Farbe schon krass angesammelt hat. Das mal zum Thema Tip-Dry. Aber wie gesagt, hier kann man wirklich schöne Sachen mit der Gun machen, wenn man die mal wirklich schön beherrscht. Hier hat noch nicht alles 100% geklappt mit der Gun, das weiß ich, aber es funktioniert trotzdem noch gut genug, um das Bild damit zu bemalen. Das flutscht irgendwie. Ihr seid schon wieder so dicht dran. Abstand. Ach, geil. Ich bin mal gespannt, wie lange die Masken, dass keine Masken mehr brauchen, wie lange das anhält hier in Deutschland, bis es wieder eingeführt wird. Aber ich bin schon froh drum, wenn ich sie nicht mehr tragen muss. So, das mal dazu. Ja, jetzt seht ihr relativ wenig, weil ich, und das ist eine Problematik, die ich immer meine, wenn ich so stark ranzoome. Ich zeige euch dann ganz gerne, wie ich das schaffe. Ich zeige euch gerne meine Fehler und auch mein Können. Aber ich vergesse dann oft immer zurück zu switchen, wenn ich dann nicht mehr so nah dran bin. Und wenn ich so nah dran bin, dann vergesse ich immer das Wegswitchen, weil ich dann immer hin und her gehe, von oben nach unten. Ich springe ja ganz gerne an den Bildern rum. Wobei ich gerade sagen muss, hier ist das Beispiel mal, wenn ich euch so nah rannehme, gar nicht so geil, weil ich hier gerade gar nicht so gut die Gun unter Kontrolle habe. Wie gesagt, die ist da einfach nicht so gut geflutscht. Und da habe ich immer hin und her geswitcht. Jetzt glaube ich, die Silverline sowie die Infinity beide nicht mehr gut funktionieren. Das sind eigentlich so Sachen, und das sage ich, und das Thema hatte ich so oft mit dem Chaos-Nips dann, wenn ich gesagt habe, ja, dann hör doch halt lieber auf. Lass es lieber sein und hör auf, aber ich kann einfach manchmal nicht und mache einfach lange weiter, obwohl die ganz am Arsch sind, oder wie bei dem High-Bild. Da hatte ich 3 kaputte Düsen, weil ich voll den Bockmist gemacht habe. Könnt ihr euch gerne anschauen, das High-Tutorial, dann wisst ihr da auch Bescheid. Habe ich 3 Düsen geschrottet, dann habe ich einfach 3 kaputte, also so mittelkaputte, wo oben halt aufgesprengt waren, genommen, weil es halt halbwegs ging, statt einfach die 2 Tage zu warten, bis die Ersatzteile kamen. Ich habe es lieber mit den kaputten Guns gemacht. Da bin ich manchmal ein bisschen crazy. Und da hatte ich natürlich auch viel mehr zu kämpfen, aber ich habe mir gedacht, scheiß drauf. Normal kann ja jeder. Wenn ich mit einer kaputten Düse brushen kann, dann könnt ihr mit einer ganzen auch, könnt ihr das natürlich schon 2-mal besser, also von dem her. Das ist Ansporn für euch. Ja, das ist jetzt natürlich hier ein bisschen blöd, dass wir hier nicht viel sehen, weil ich hier die ganze Zeit am Mund, glaube ich, rumschaffe. Ja, aber ich denke mal, wir sind jetzt hoffentlich gleich mal wieder weiter oben im Geschäfte. Und nicht so weit unten. Aber wie gesagt, so könnt ihr dann natürlich, Junge, hey, hier sein rumgefuchtelt. So, da habe ich wieder zurückgezoomt, weil ich gemerkt habe, dass ich eben zu viel hin und her springe. Und jetzt machen wir das eben schön weiter. Ich muss sagen, das Originalbild sieht schon cool aus. Auch wenn hier und da ein paar Sachen nicht stimmen und so, aber ich finde, das sieht sehr stimmig aus. Was ich gleich sagen kann, die allerletzte Folge, da fehlt dann ein kleines Stück. Da sind wir fast fertig, dann habe ich die Hand nochmal richtig versaut, die machen wir nicht zum Schluss, die linke Hand unten. Und die habe ich dann nochmal korrigiert, aber habe ich tatsächlich gar nicht aufgenommen. Da war ich irgendwie wieder on fire, da war, glaube ich, der Apfelsaft zu groß. Und da habe ich es dann tatsächlich einfach wieder vergessen. Aber wie gesagt, hier mache ich jetzt nochmal überall die Highlights rein mit dem Skin Tan. Skin Tan oder die Grundmischung, ich weiß gerade nicht mehr, was ich dafür genommen habe. Das Bild ist jetzt schon so viele Monate her. Lass mich mal lügen, ich habe das vor Weihnachten gemacht. Das müsste nach meinem Geburtstag gewesen sein, im November irgendwann. Also da könnt ihr euch ungefähr ausmalen, wie alt das Bild jetzt schon ist. Ich habe hier auch noch die Katze, aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich die überhaupt noch bringen werde. Hey, die ist noch älter und da hat noch viel weniger geklappt. Ach, da muss ich mal eine Umfrage starten bei YouTube. Bei den Beiträgen, ob ihr die mal noch sehen wollt oder nicht. Und dann entscheiden wir das einfach. Dann entscheidet ihr das einfach. Ihr seid dann am Drücker. Wenn ihr das sehen wollt oder nicht. Jetzt trinke ich erstmal Wasser. Ja, jetzt ziehe ich es halt durch. Jetzt habe ich schon mit der Farbe angefangen, damit das auch jetzt nicht nur an der Nase oder so, ihr könnt, wenn ihr sowas durchzieht,
dann könnt ihr das nicht nur punktuell hier so lassen oder hier jetzt an der Augenbrauen dann nirgendwo mehr machen, dann sieht das natürlich voll beschissen aus, weil das ganze Bild nirgendwo diesen Farbton hat, deswegen ziehe ich es jetzt einmal durch das ganze Gesicht durch. Das ist jetzt einfach so das, was man dann halt machen muss, wenn das nicht so hinhaut. Wie man, in jedem Fall, wenn man es so macht, wie ich das mache. Und jetzt ziehe ich das halt auch durch und highlight alles durch, was Highlights hat. Ich bin hier wieder schön auf meinem Petsy-Ball lieben. Jungs und Mädels, vergesst dauernd nach links zu gucken. Ich habe die Kamera heute gedreht, damit mein Gesicht auf der Seite einfach viel zu dunkel ist und ich keinen Bock habe, mir dann hier mein Strahler mich hier eine Stunde lang direkt in die Fresse anstrahlt. Machen wir es lieber so. Auch auf die Gefahr hin, dass ich nicht so oft zu euch gucke. Geiler Scheiß. Aber, wie gesagt, ich ziehe es jetzt durch und mache das einmal komplett durch. Ich glaube, wir nehmen das, nochmal ein kleines bisschen irgendwie ein bisschen runter. Oder lassen es sogar. Ich kann das jetzt von hier aus gar nicht beurteilen, vom Originalbild her. Aber ich glaube, hier und da nehmen wir es noch ein bisschen runter. Machen das Ganze noch ein bisschen dreidimensionaler. Bringen da wieder Dreidimensionalität rein, damit das nicht so flach jetzt durch das Highlighten aussieht. Aber das ist halt einfach so ein bisschen. Da müsst ihr einfach ein bisschen noch rumprobieren, ein bisschen machen. Ich hüpfe jetzt hier noch ein bisschen rum, weil ich gerade so Bock habe, ein bisschen hier zu dancen. Ich bin so ein schlechter Tänzer. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich auf der Tanzfläche wäre eine Katastrophe. Wobei, den Hüftschwung, den habe ich gut drauf. Den habe ich ausgiebig gelernt. Oh Mann, hey. Jetzt bin ich am Freitag nicht da. Jetzt bin ich wahrscheinlich Samstag auch nicht da. Das ist doch Käse hier. Samstag Stammtisch, ihr wisst Bescheid. 19 Uhr im Discord. Ganz unten im Channel, lass mal schnacken. Das ist der Stammtisch-Channel. Und da quatsche ich ganz gerne mit euch. Und das macht immer Spaß. Da habe ich wieder so ein lustiges, da gab es wieder so einen lustigen Abend auch wieder mit der Elke und mit dem Horst. Und der Achim ist da auch gerne dabei. Mit seinen Ü70, was ich auch mal ganz geil finde. Der Typ ist auch richtig cool drauf. Und die ganzen anderen Hardy etc. Das ist wirklich sehr, sehr, immer sehr spaßig und dann lernt man sich immer besser kennen, was mir immer eine mega Freude macht. Ihr habt ja mal gerade wieder schön gesehen, ist, wenn man zu viel Farbe gibt und nicht aufhört, wie man dann die Farbe, die noch nasse Farbe, einfach schön versprüht und zwar so richtig versprüht. Auch hier, ich bin ja hier gerade an dem Tag gar nicht so gut drauf, weil ich mache ja gerade ziemlich viele Fehler, aber ich zeige sie euch trotzdem, auch ich mache Fehler. Und ich bin keineswegs perfekt. Aber ihr seht hier nochmal schön, wie die nasse Farbe weggepustet wurde und dann so einen richtig hässlichen Strich hat. Das sind in dem Sinne nicht mal so wirkliche Gänsefüßchen, sondern Spinnenbeine, sondern das ist dann halt tatsächlich einfach, dann halt einfach ein bisschen Farbe in eine Richtung geblasen. Das sieht sehr hässlich aus. Und wie gesagt, ich habe jetzt hier natürlich das Schwarz reingenommen. Überall, das hätte ich mal bei dem Porträt eigentlich, macht man das glaube ich nicht generell so, weil Schwarz eigentlich da nichts zu suchen hat. Das habe ich jetzt schon sehr oft zu hören bekommen, dass man das doch bitte weglassen soll, dass es besser aussieht. Und werde ich mal ausprobieren. Aber nach wie vor, wir haben es hier so gemacht und jetzt auch hier die Pupille. Aber wie gesagt, das sieht noch ungeil aus. Das war, glaube ich, auch das Letzte, was ich an dem Abend gemacht habe. War, glaube ich, wirklich das allerletzte, wo ich dann aufgehört habe und glaube am nächsten Morgen wieder angefangen habe, die ganz sauber gemacht habe und mich wieder hingesetzt habe, wenn ich mich da so recht entsinne. Aber das werden wir definitiv, ich werde das definitiv sehen. Schön sieht an Nesta Iwata. Das ist schon eine geile Gun. Mir gefällt die Regulierung direkt unten. Da kann man auch schöne Finger absetzen. Dann habe ich die nochmal ein bisschen besser im Griff. Mir gefallen die vom Halten her auch echt gut. Machen mir auch wirklich viel Freude. Wobei ich sagen muss, ich benutze gerade wieder echt extrem viel meine Harder und Steenbeck Pistolen, weil ich die auswendig kenne und irgendwie geil finde. Und die mir da richtig viel Freude machen. Das sieht gerade richtig übel spooky aus, ey. Ich hätte es so lassen sollen. Das ganze Porträt fertig machen, nur dass die Augen so. Ich glaube, das hätte so richtig geil ausgesehen. Als wäre da was vergessen worden, ey. Ja, aber hier ist das Problem, dass ich jetzt die Guns nicht mehr unter Kontrolle habe. Dass ich da gerade ziemlich am Kämpfen bin, ziemlich müde bin und ich glaube auch ziemlich viel Apfelsaft intus habe.
Und dann sollte man es doch lieber sein lassen. Aber das habe ich mir einfach, wie gesagt, kann ich manchmal nicht. Und habe ich dann hier auch nicht gemacht. Und dann wird das halt meistens nicht besser. Das ist mal so ein Paradebeispiel dafür. Aber so lerne ich halt extrem mit Deckern umzugehen. Und es ist trotzdem, man übt und lernt trotzdem genug dran. Das ist eigentlich das Spannende an der Geschichte. Ich glaube, hier habe ich tatsächlich mal das Flash Brown genommen zum Abdunkeln. Aber wie ihr seht, ich habe die ganzen nicht unter Kontrolle. Da kommt einfach zu viel immer wieder raus. Man sieht es hier. Man sieht auch hier jetzt beim Highlighten, überall sind Spinnenbeine. Das sieht ungeil aus. Hier, auch hier drüben, wie das halt einfach auch zu viel Farbe auf einmal war. Dann seht ihr hier, dann ärgere ich mich immer insgeheim sehr, weil das einfach nicht gut klappt. Und ich dann immer stinkig werde. Aber wie gesagt, nach so ein paar Stunden Brushen am Stück ist das halt immer so ein bisschen Ding. Was ich hier jetzt halt gerade die ganze Zeit habe und die Problematik ist auch, ihr seht es oben am Hebel, ich ziehe sehr weit zurück und es kommt nicht Material raus. Es ist so ein richtig schöner Trigger-Lag, wie man dazu schön gerne sagt. Und das bedeutet einfach, dass ich einfach, wie gesagt, nach hinten ziehe und eigentlich Material kommen soll, aber es einfach nichts kommt und dann auf einen Schlag kommt ganz viel. Das heißt, es ist super schwer, das zu kontrollieren, weil das eben nicht mehr richtig funktioniert. Und Trigger-Lag ist, glaube ich, meistens bedingt durch irgendwie eine verstopfte Düse oder Nadel oder so. Oder wenn da irgendwelche Partikel drin sind, weil die einfach jetzt auch schon durch ist. Da ist ja natürlich auch, glaube ich, die 0,15er Nadeldüse drin. Die Farben habe ich ja, wie gesagt, nicht verdünnt. Und dann kann das halt schon mal irgendwann sein, nach ein paar Stunden, dass das irgendwie nicht mehr so sauber funktioniert und ich die, wie gesagt, lieber hätte mal zwischen reinigen sollen oder mal kurz die Düse ausbauen und einfach mal sauber machen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen sinniger gewesen, um das Ganze schöner zu machen. Und das ist auch das, was ich dann halt hätte machen sollen, weil mit so einem Trigger-Lag lässt sich halt einfach nicht gescheit arbeiten. Ihr seht es, dann habe ich überall Spinnenbeine, eigentlich versaue ich mir mehr das Bild, als dass es mir wirklich was bringt. Aber wie gesagt, da bin ich manchmal einfach ein bisschen crazy und habe mir gedacht, scheiß drauf. Aber wie gesagt, das hier ist auch super kleinteilig, richtig schwierig, kann ich euch nur sagen. So kleine Details machen immer schwierig. Und ja, mittlerweile habe ich das, wie gesagt, alles besser im Griff, die Gans vor allem. Und dann ist das wieder ein ganz anderer Schnack. Mittlerweile flutscht das wieder wie am Schnürchen. Und das macht mir auch richtig viel Freude. Aber das ist natürlich dann immer ein bisschen schwierig. Hier ist natürlich das Schwarz der Killer. Der macht natürlich das hier viel zu dunkel. Hier hätte ich was anderes nehmen müssen. Kein Schwarz, sondern eher das Flash Brown und das einfach mehr nehmen müssen. Weil das wirkt jetzt schon sehr... Ja, das killt das fast schon hier ein bisschen. Das sieht auch aus, als wäre das eher mit Kajal gemacht. Oder hätte es halt einfach Anthrazit machen müssen. Also dunkles Schwarz. Ganz dunkles Grau am besten gesagt. Dann wäre das besser, würde das viel besser aussehen. Vor allem auf der linken Seite. Auf rechts da mit dem Schatten und so ist das noch ein bisschen mehr vertretbar. Hier wird es echt kritisch. Da habe ich echt ein bisschen Fehler gemacht. Leck mich am Arsch. Was ist heute los? Ey, ich kann gerade einpennen. Natürlich die halbe Nacht wach gewesen, weil der Bub dauernd wach wird und rumkrakeelt. Das ist natürlich wieder ätzend, hey. Und dann bin ich die halbe Nacht wach, stehe heute Morgen schon wieder um 6 Uhr auf und kann heute Abend noch bis, keine Ahnung, ich glaube bis 22 Uhr geht der Mist. Also, krass, sowas von heute im Mittagsschlaf, sowas von geplant. Und das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber da habe ich mir gedacht, komm, dann nehmen wir wenigstens hier ein bisschen auf. Streamen mal hier eine Stunde oder so für den Teil, damit ich das für YouTube wenigstens habe und dann ist das doch auch in Ordnung. Vielleicht machen wir nachher mal noch den, also nicht heute mehr, aber wie gesagt, auf den Goblin habe ich auch voll Bock, aber den hebe ich mir, glaube ich, auf für euch da draußen, damit wir den zusammen machen können. Da habe ich viel mehr Bock mit euch, den zusammen zu machen. Aber bei sowas hier habe ich gedacht, das ist nicht so. Kann ich auch mal vormittags machen, wenn kein Schwein da ist, weil ihr alle arbeiten seid. Ist alles okay. Ist alles in Ordnung. Wie gesagt, ob ich das hier jetzt alleine für mich mache oder noch ein bisschen hergucke, vielleicht der eine oder andere doch mal reinschaut, ist das viel sinniger für mich. Ich murks eigentlich jetzt hier gerade extrem viel rum, ich jetzt einfach sein lassen sollen und einfach bis zum nächsten Tag warten sollen, weil das sieht schon sehr beschissen aus, wenn ich mal ehrlich bin.
was ich da hier gerade fabriziere, ist ja nicht so vorzeigemäßig. Aber, und da kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, ich mache es ja trotzdem. Ich mache es trotzdem und zeige das euch ganz unverblümt hier und mir völlig wurscht ist, auch ehrlich gesagt. Damit ihr auch mal seht, dass da nicht immer alles funktioniert. Und ja, so ist das halt einfach. So ist das Leben. Es funktioniert nicht immer alles auf Anhieb. Funktioniert nicht immer alles reibungslos. Auch ich mache relativ viele Fehler. Aber ihr könnt natürlich daraus lernen, gell? Das nächste Mal einfach aufhören und kein Schwarz nehmen. Das hier sieht scheiße aus. Lieber, wie gesagt, dunkles Grau oder am besten noch einen ganz dunklen Brauton. Hätte ich nehmen sollen, die mir vielleicht was mixen sollen. Aus dem Flash Brown und vielleicht hier aus einem bisschen anderen Farbtönen. Dann ist das schon viel, viel sinniger. Jetzt muss ich mal gucken. Ja, so lange machen wir gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir das heute noch fertig kriegen, das Auge. Ich wünsche es mir doch, damit ihr auch mal seht, wie das nachher noch so halb gerettet aussieht. Nicht mehr ganz so katastrophal. Aber wie gesagt, da bin ich echt manchmal ein bisschen crazy. Aber ja, hier hat es nicht mehr funktioniert. Hier hat wirklich nichts mehr funktioniert. Es frustriert mich dann aber auch noch zunehmend und dann werde ich immer noch, dann will ich es noch mehr fertig machen und dann geht gar nichts mehr und das ist gerade grauenhaft, das anzugucken. Ja, das ist schlimm, hey, hier gerade das ganze Weiß und alles da. Heute, also die Folge ist die richtige Fail-Folge. Also alle anderen Sachen haben davor echt super funktioniert. Aber das ist auch der Klassiker. Ich nehme euch nachher ran und dann geht erstmal alles es geht nur noch alles den Berg abwärts. Aber wie gesagt, so ist das hier. Ich nehme jetzt hier nochmal ein bisschen wir haben hier wieder unseren Grundton. Nehme ich nochmal ein bisschen hier das Schwarz runter. Ihr habt es gesehen, ich habe jetzt hier unten einfach mal ein bisschen nochmal drüber genebelt, um das ein bisschen abzucovern, damit das nicht ganz so hässlich aussieht. Ich meine, das hier fällt jetzt auch nicht wirklich auf, weil das ist minzig klein. Wenn ich das jetzt hier von dem 30 cm Entfernung angucke, das Bild, das fällt 0,0 auf. Ihr seid halt bloß einfach mega nah dran durch meine geile 4K Turbo-Kamera mit hier für 1000 Euro. Ey, servus Norman. Ich streame hier gerade so ein bisschen und zwar machen wir hier den schönen John McClane. Ich kacke halt hier gerade voll ab an den Augen. Also die Folge ist richtig Katastrophe. Das nehme ich gerade auf für YouTube. Eigentlich nehme ich die Dinger ja immer nicht live auf, aber ich mir gedacht, hier ist gerade relativ wurscht, ob ich es mache oder nicht. Deswegen habe ich es jetzt einfach mal hier laufen lassen. Und bin ziemlich am Abkacken. Und ja, ich zeig's trotzdem gerne. Das ist für Freitag für YouTube. Dann mache ich mal wieder eine Live-Premiere mit dem Ding, weil da bin ich leider auch nicht da. Beziehungsweise ich bin zu Hause, aber ich habe wieder einen schönen 4-stündigen Live-Online-Seminar bis Schlag mich tot in die Nacht rein. Und das ist ziemlich nervig. Deswegen kann ich da gar nicht live sein. Da kann ich gar nicht live sein. Aber ich hoffe, es geht dir gut. Ja, ich meine, den Teil wollte ich noch hier fertig machen. Und da kommen, glaube ich, noch 2 Teile oder so. Und dann habe ich mir gedacht, gehe ich wenigstens jetzt bei Twitch live und dann kann ich da noch ein bisschen was machen. Und hier richtig schön verkackt. Schaut euch das an. Hier aus Versehen runtergenebelt. Da war, glaube ich, das ist natürlich ein harter Fehler. Den muss ich natürlich wieder schnell korrigieren. Da habe ich echt einen Fehler sehr, sehr hässlich gemacht. Das ist immer so ein Ding. Das geht natürlich nicht, aber wir können natürlich mit unserem Grundton das schnell wieder abcovern. Müssen wir auch machen. Hier geht gerade so viel schief, das ist der Wahnsinn. Und das Beste ist, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass das so gravierend war. Also ich habe schon gesagt, das Video ist, glaube ich, lass mich mal lügen, das habe ich vor Weihnachten gemacht, also irgendwann im November oder so, kurz nach meinem Geburtstag, weil da habe ich ja dann mich selber beschenkt mit der Infinity. Und deswegen weiß ich das noch ganz gut. Hier, die schöne Infinity. Aber die ist geil, eine geile Gun, hey. Ihr könnt es richtig schön sehen. Modell 60.561 oder was dran steht. 60.516. Und deswegen ist das schon sehr, sehr lange her, aber ich kann mich halt kaum noch dran erinnern, was ich da hier fabriziert habe, aber das hier ist schon sehr, sehr grenzwertig. Da lief, glaube ich, der Apfelsaft gehörig an dem Abend. Geiler Scheiß. Ja, der Norman. Fleißig, bist du auch wenigstens fleißig am Brushen. Oder am Üben, besser gesagt.
Aber ich finde die Folge ganz spannend hier eigentlich, weil man hier mal richtig sieht, wie schön ich Fehler mache. Und zwar richtig viele. Oh, das ist furchtbar, wenn ich sehe, wie ich hier einfach, gerade mit dem Trigger-Lag, dass hier einfach viel zu viel Farbe rauskommt und ich eigentlich überall nur Schmutzereien habe. Ich hätte es echt lassen sollen. Und ich korrigiere das jetzt die ganze Zeit mit der Evata, weil die funktioniert noch gut und die habe ich gerade im Griff und damit cover ich schnell wieder die ganzen Gänsefüßle ab. Aber das soll ja eigentlich nicht so der Sinn und Zweck der Geschichte sein. Aber so mache ich das da momentan gerade noch. Und das ist natürlich nicht so sinnig. Deswegen ist das immer so eine gewisse Problematik. Aber ich finde eigentlich jetzt den Ton zwischen dem Blood Red, dem Flash Brown, dem Grundton, dem Skin Tan und jetzt mit dem Skin Tan Highlight, mit dem Skin Tan pur eigentlich einen schönen Übergang. Also hier haben wir eigentlich eine schöne farbliche Übergang, der mir eigentlich ganz gut gefällt. Auch hier oben, das gefällt mir gut. Das sieht nicht so geil aus, das werden wir aber noch abändern. Da sieht man einfach die Verschiebung zu krass. Ach, ich mag die gern. Die sieht cool aus. Die funktioniert auch echt gut. Und ich finde, was ich bei der ganz schön finde, ist, dass man hinten auch, so wie bei den anderen, ganz geil den Trigger einstellen kann und den ein bisschen durch das Ein- und Ausschrauben der Feder ein bisschen weicher machen kann oder härter. Wie verdünnst du die Color for You Farben mit dem beiliegenden Reducer? Die haben extra einen Verdünner dabei und das würde ich bei solchen Farben generell auch empfehlen. Auch die Schminke hat eigentlich einen Verdünner. Das wäre eigentlich auch mal viel sinniger, das da zu benutzen. Man kann die hier auch mit Wasser verdünnen, aber Wasser, hat mir der Frank gesagt, ist nicht so ideal. Und da kann es dann eher mal zu Problemen kommen mit der Farbe, so wie bei allen anderen auch. Und dadurch, dass ich aber relativ viel von dem Reducer da habe, nehme ich den natürlich auch gerne. Und in der Regel mache ich dann einen Tropfen rein oder so. Also ich nehme ja generell nie immer viel Farbe, nur so 3, 4 oder 4, 5 Tropfen, dann reicht immer ein Tropfen ganz gut. Aber hier habe ich die Farben gar nicht verdünnt. Das ist wirklich so, die habe ich hier null verdünnt, aber ihr seht, schön wieder hier Fehler gemacht, also hier schön einmal rausgerotzt. Puh, das wird eine harte Folge, Mensch. Da muss ich mir echt nur überlegen, ob ich die live sende. Ich bin schon live. Spaß. Ich zeige es euch natürlich gerne. Ja, ich verdünne die jetzt mittlerweile dann, also wenn ich dann zum Beispiel nur mit dem reinen Schwarz arbeite und ich möchte mehr Farbebenen hinkriegen, dann verdünne ich die natürlich auch gerne. Das mache ich bei der Schminke auch immer, damit ich einfach mehr Spielraum habe und eher mit so einem transparenten Schwarz arbeite. Das mache ich auch mit dem Weiß immer ganz gerne, damit ich einfach mehr Möglichkeiten habe, auch Grautöne zu erzeugen auf der Oberfläche. Und deswegen ist das immer wichtig für mich, die zu verdünnen. Bei den Airbrush Color Views habe ich das sehr lange gar nicht gemacht, weil die sehr gut eingestellt sind und sehr flüssig sind. Und wenn man die am Anfang als Anfänger vor allem relativ schnell verdünnt, dann kann das sehr schnell sein, dass die ständig so schön abhaut, wie hier jetzt zum Beispiel. Und dann gibt das Probleme. Deswegen einfach mal rumprobieren. Aber wie gesagt, die passen bei mir eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, ich verdünne die jetzt auch in Zukunft ein bisschen mehr, damit ich ein bisschen mehr Spielraum habe einfach. Braucht es auch, glaube ich, nicht viel. Aber wie mich das hier penetriert, dass ich das noch nicht korrigiert habe, hier diesen komischen Strich, das macht mich ganz wuschig, wenn ich das jetzt sehe. So, jetzt muss ich mal kurz hier rüber linsen. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. So, wo sieht man es nicht? Super. Was haben wir? 13, okay, passt. Hey, ja, hier kommt ganz oft gerade der Wegwischfinger zum Einsatz. Natürlich könnte ich für das Auge auch einen Pinsel benutzen oder was anderes, aber da habe ich keinen Bock drauf. Ich mache das einfach so, wie ich will. Und deswegen ist das auch völlig in Ordnung. Das kenne ich auch gerade. Bei meinem neuen Bild bin ich auch voll am Ausmerzen. Da lief aber auch gar nichts mehr norm. An dem Bild hier, da lief wirklich nichts mehr. Und ich war auch völlig drüber. Ich glaube, ich habe da wirklich Stunden am Stück gebrusht, relativ viel. Und habe nebenher auch ganz gut Apfelsaft getrunken. Und dann war ich, glaube ich, irgendwann nicht mehr ganz so fit und hätte es lieber sein lassen sollen. Aber naja, so ist das manchmal im Leben. Dafür läuft jetzt die Evata hier eigentlich ganz schön.
Und ich kann da hier ganz schöne Strichle ziehen mit den Haaren. Das funktioniert jetzt mal wieder abwechslungsreich ganz gut. Kann aber sein, dass wir hier eben, wie vorhin angesprochen, schon den schönen neuen Tag hatten, wo wieder die ganz schön laufen, weil die einfach schön sauber sind und gereinigt sind. Und dann sieht das Ganze wieder ganz anders aus. Dann ist das wieder schön, schön herrlich. Aber aus welchem Projekt bist du denn gerade dran, Norm? Das würde mich gerade nochmal interessieren. Ich muss hier nochmal kurz den Chat mal kurz ein bisschen kleiner machen, damit er nicht so im Bild reinragt. So. Ach ja, stimmt, der Buddha, Mensch. Habe ich vergessen, sorry. Vor lauter hin und her. Der Buddha. Ja, aber der sieht eigentlich sehr cool aus. Mir gefällt vor allem dort. Den könnt ihr bei Discord sehen, wenn ihr da reinkommt. Könnt ihr das unter den laufenden Projekten, seht ihr mal die ganzen Projekte von den ganzen Jungs und Mädels hier auf dem Server. Von der Community besser gesagt. Und der Buddha sieht eigentlich sehr cool aus. Den hast du cool gemacht. Vor allem die Struktur im Hintergrund gefällt mir gut. Das Steinige, das mit den Rissen, das hast du auch schon sehr geil gemacht. Wenn man bedenkt, dass du ja, sag ich mal, Illustrationen noch nicht wirklich viele gemacht hast, finde ich das schon sehr stark. Aber ich glaube, man sieht, dass du gerade bei dem Buddha ziemlich am Kämpfen bist. Aber du hast da auch die Airbrush Color Views genommen, oder? Ich das recht entsinne. Wir sehen jetzt hier mal ganz schön, wie ich mit der gleichen Farbe, einfach mit mehr Intensität, ein bisschen mit mehr Druck, ein bisschen mit mehr Power, auch wenn ich hier und da ein bisschen zu viel gebe hier, das ist dann schon wieder sehr grenzwertig, was das Verlaufen angeht, man trotzdem schon farbliche, für unterschiedliche Ebenen einbauen kann. Das ist wirklich, finde ich an solchen Farben generell immer geil, weil das dann einfach besser funktioniert. Da kann man immer noch mal ein bisschen spielen mit, wenn man das nicht ganz so dick aufträgt. Und das finde ich immer sehr, sehr cool. Macht immer sehr, sehr viel Spaß. Das ist so ein Buddha, habe ich auch noch nicht gemacht oder so. Also das Steinding habe ich schon lange nicht mehr. Also eigentlich mal nur so getestet, aber wirklich so benutzt habe ich es irgendwie auch noch nicht wirklich viel. Da muss ich, glaube ich, auch mal noch mal ein bisschen was mitmachen. Das ist eigentlich eine coole, eine recht simple Technik, aber ein cooler Effekt. Naja, jetzt sind wir mal weg von den ganz grausigen Augen von dem John McClane hier und sind mal wieder an was Erfreulichem dran. Ich will euch nur ablenken von den Augen. Ach, geiler Schissel. Seht's einmal, alle, die jetzt am Freitag als VOD oder als Live-Premiere sehen, der Norm war hier. Als einzigster, schämt euch alle anderen. Wie könnt ihr auch nur arbeiten gehen? Ihr müsst mal Prioritäten setzen. Geiler Scheiß. Mann, oh Mann. Ja, auf jeden Fall machen wir jetzt hier eben schön die Haare. Hier oben lasse ich das noch relativ frei, weil das wird eigentlich alles schwarz gemacht. Das wird alles relativ schwarz gemacht. Da passiert nicht mehr so viel. Deswegen spare ich mir jetzt hier viel Detailfummelerei, weil ich eben weiß, das bleibt aus. Aber wie gesagt, an dem Bild habe ich so viel probiert. 2 neue Guns, die Farben, die waren da auch noch recht neu. Dann auch noch deckende Töne, was ich auch noch nicht gemacht habe. Und also, dass das überhaupt irgendwie funktioniert hat, ist eigentlich recht erstaunlich. Und ist, glaube ich, wieder nur meinem Eifer zu danken. Reiner Zufall. Also, was darfst du doch nicht sagen, Mensch. Du musst sagen, schämt euch. Ausrufezeichen Apfelsaft. Geil. Naja, ich habe mir gedacht, vielleicht kommt ja mal der eine oder andere durch Zufall noch rein. Und das ist jetzt genau passiert. Vorhin war noch der Markus kurz da, der Koch. Oh, der auch noch schnell hier so, du Wahnsinniger, warum streamst du so früh? Ich sag, ja, ganz einfach, ich kann jetzt die nächsten Tage nicht. Weil ich diese schönen Live-Online-Seminare habe wieder, stundenlang. Gehen teilweise bis zu 4 Stunden. Das kann schon 4 Stunden Fachgesimplerei und Lernerei und Macherei. Das kann schon sehr ermüdend manchmal sein. Vor allem, wenn das so spät am Abend anfängt, um 18 Uhr, ich glaube 15, 18:30, irgendwie sowas fängt das an. Und da ist es natürlich dann schon immer ein bisschen happig nach so einem vollen Tag der Lernerei und Macherei. Ich meine, ich habe jetzt gerade noch Zeit bis um 11, deswegen kann ich das hier noch reinschieben.
bevor es bei mir heute auch wieder weitergeht, aber tja, so ist das halt. Statt auf der faulen Haut zu liegen, presse ich halt noch sowas mit rein, damit ihr auch noch am Freitag auch noch was zur Unterhaltung habt. Also, ja, könnt ihr mal schön Danke sagen und hier liken, abonnieren, kommentieren, den ganzen Kladderadatsch, ihr kennt den ganzen Käse. Apfelsaft. Ich finde das so geil, erstmal den Bierkrug und dann schön am Ende noch hier Bob Ross. Ja, Bob Ross ist so geil. Letztes Mal hier auf Twitch gibt es irgendwie einen Kanal, der läuft 24/7, da laufen ständig von den Videos in Dauerschleife. Ich weiß ja nicht, wie viele hunderttausende Videos der hat. Da habe ich mir einfach mal irgendwann mal so im Hintergrund reingemacht und das lief dann die ganze Zeit. Und das war irgendwie so lustig. Die ganze Zeit hier, a lot of bushes. Bushes here and bushes da. Oh yeah. Dann nimmt er mal schön seinen Pinsel und dann macht er mal pam. Und das Staffelei, das ist so geil. Auch ein geiler Dude, ey. Nicht nur die Haare ganz cool, sondern ich glaube, der hat es auch richtig drauf gehabt, was einfach das Farbliche angeht. Aber ich glaube, wenn man dann mal so hunderttausende Bilder gemacht hat wie der, dann ist das wie aus dem FF. Dann ballert man die Scheiße nur noch raus. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Wirklich crazy. Aber es ist sehr, sehr cool, was der gemacht hat, der gute Mann. So. Ihr seht, hier flutscht die Gun mal schön. Ich kann hier schöne Striche ziehen, schöne Dagger Strokes machen vor allem. Da, wo ich welche dünn brauche. Das ist immer das, was ich meine. Das sind Grundtechniken. Gerade Striche, Dagger Strokes, Flächen bemalen und Punkte setzen, beziehungsweise Punkte setzen setze ich auch immer ganz gleich mit Details machen. Weil man da ein bisschen ähnlich agiert. Und wenn man das natürlich dann macht, dann ist das alles gar kein Thema. Und die liebe Elke hat ja ihr Mausbild nochmal überarbeitet nach meiner Kritik und das sieht jetzt richtig geil aus. Das kannst du übrigens gerne mal nochmal in Discord reinposten. Das fand ich eigentlich sehr cool, weil ich ja da bemängelt habe, dass du das hier so eine Fellstruktur abmaskiert hast. Dann sieht man natürlich so eine mega harte Kante. Das wäre jetzt hier auch der Killer, wenn ich hier so eine harte Kante reinmachen würde mit einer Maskierfolie. Also mach das bei Haaren einfach nie. Das sieht immer beschissen aus. Hier ist es zwar jetzt immer, auch noch, sieht man auch noch den Bleistiftstrich und hier auch noch so ein bisschen, weil ich mich hier so ein bisschen rantast. Aber das wird alles noch komplett weggemacht und das sieht nie authentisch aus, wenn ihr hier abmaskiert. Das ist voller Murks, deswegen macht das nie, sondern macht das immer mit der Gun. Oder mit dem Pinsel oder was auch immer, aber nicht abmaskieren. Das sieht irgendwie finde ich, bei Fell, bei Haaren und bei allen anderen Haarstruktur oder haarähnlichen Sachen oder Hunde, was auch immer, oder Vögel oder so, finde ich das immer grauenhaft, wenn die Leute das abmaskieren. Das sieht immer richtig beschissen aus. Das gefällt mir dann nicht so. Und deswegen, weil nie sind Haare einfach so glatt, vor allem nicht mit so einer glatten Kante. Ich meine, bei meinem Kratos habe ich das gemacht. Er hat auch eine Glatze. Dann kann man das auch mal machen, weil eine Glatze ist glatt. Da ist das nicht so das Problem, aber hier, wie gesagt, würde das gleich sehr, sehr beschissen aussehen. Und dann so eine harte Kante wieder rauszubekommen aus so einem Bild ist richtig schwierig, vor allem wenn das mit Weiß oder so vorgelegt ist, wo ihr dann wirklich sehr, sehr lange abcovern müsst, bis ihr dann endlich mal diesen feinen, harten Strich, der sich ja auch dadurch bemerkbar macht, dass sich natürlich durch das Bemalen, wenn ihr sowas abmaskiert, sich an der Stelle natürlich von der Maskierfolie, wo die endet, sich natürlich auch die Farbe so anhäuft, dass wenn ihr die dann abzieht, habt ihr ja nicht nur diesen krassen geraden Strich, sondern ihr habt natürlich auch noch diese Erhabenheit einfach. Das ist ja dann völlig erhaben, weil das natürlich dann an der Stelle sich die Farbe so hart ansammelt. Dann ist es nicht nur die Kunst, das Ganze abzucovern und rauszubekommen, sondern es ist auch noch die Kunst irgendwie zu gucken, dass man nicht unbedingt gerade noch dann überall die harte Farbkante sieht. Und das kriegt ihr in der Regel eigentlich so gut wie gar nicht mehr in den Griff. Deswegen schwierig. Vielleicht am Ende mit Firnis oder so könnt ihr das nochmal ein bisschen entgegengehen, um das ein bisschen anzugleichen. Aber das ist immer richtiger Käse. Ich glaube, wenn ich jetzt hier bei dem Kratos oben an die Glatze fassen würde, ich glaube, dann würde ich ja auch noch die Kante relativ gut spüren. Deswegen überlegt euch das zweimal, ob ihr das macht. In so einem Porträt hier, dann entweder macht ihr das gar nicht und geht halt ein bisschen mit dem Hintergrund rein oder ihr maskiert halt unten eher nur die Sachen ab, den Ohren ab oder so und dann das Kinn, dass das dann geschützt ist und lasst das halt oben hier frei, nebelt hier trotzdem ein bisschen rein. Ist, glaube ich, immer noch sinniger und gescheiter für euch, wenn ihr das noch nicht so beherrscht. Ach ja, herrlich. Vor allem bin ich jetzt hier so erkältet und alles und kann mir heute Abend da den Schissel geben. Da habe ich noch weniger Lust drauf, wenn ich dann noch so verkältet bin.
Ungeil. Ungeil. So, ist das schön hier. Wie ich gesagt habe, einfach schwarz. Da hat sich das gar nicht gelohnt. Oder halt dunkel. Hier jetzt noch groß. Ich bin hier schon großzügiger mit reingegangen mit den Haaren. Einfach damit ich auch hier jetzt genug Material habe zum Gegenfahren. Das meine ich immer. Ihr müsst auch, wenn ihr so auf schwarzen Leinwänden mit Weiß vorarbeitet, ihr müsst viel mehr in Flächen reinarbeiten, die ihr gar nicht, wo ihr euch denkt, so ja, aber das hier ist ja der Schatten ab der Kante hier, ja, aber ihr sprüht dann trotzdem, sag ich mal, ein bisschen im Bereich hier irgendwo rein, damit ihr genug Material habt, um dagegen zu arbeiten, damit das schön sinnig und stimmig aussieht und vor allem, damit ihr auch nochmal Zwischentöne erzeugen könnt und Grautöne und so. Also das ist voll wichtig. Das kann ich euch einfach nochmal kurz hier mitgeben. Das hat ja, ich glaube, Elke auch das Problem mal gehabt und ich glaube, gerade der Chaos-Nips hat es auch bei seinem Indie gerade so ein bisschen, habe ich das gesehen, dass das sehr so blass aussieht, so geisterhaft. Er hat mir schon erklärt, warum, weswegen. Probiert sich da auch ganz gut aus und hat ja, glaube ich, das Ghost Black Set genommen. Und er ist immer mein Respekt davor, wenn man Sachen ausprobiert. Aber wie gesagt, das ist dann mir direkt einfach aufgefallen und da habe ich das dann auch einfach angesprochen. Damit ihr auch andere das sehen, damit ihr das auch seht. Das ist, wie gesagt, nur konstruktive Kritik. Küssle geht raus an dich, Chaos-Nips. Ist immer ganz schwierig, weiß ich. Das Ghost Black Set generell hat bei mir jetzt ja auch nicht gerade so wunderbar funktioniert, deswegen bin ich da lieber mal ganz ruhig. Nein, Spaß. Aber ich finde das immer ganz wichtig, auch mal ein bisschen konstruktive Kritik zu geben. Nicht gemein sein oder so, aber einfach zu sagen, hey, guck mal hier und da, das kannst du vielleicht besser machen, ist immer ganz sinnig, weil dadurch werdet ihr natürlich auch besser. Sind wir mal ehrlich. Wenn man sich die ganze Zeit nur Zucker in den Popos bläst, dann bringt euch das natürlich auch nichts auf Dauer. Aber wie gesagt, der Chaos-Nips, der kann das vertragen, den kenne ich schon sehr gut und da bin ich auch mal sehr ehrlich, was das Ganze angeht, weil ich auch möchte, dass der immer besser wird. Habt ihr natürlich mehr davon. Aber ihr liefert generell gerade schon wieder sehr, sehr geiles Zeug ab. Ihr müsst einfach mal auf den Server klicken, auf den Discord-Server. Da sind so viele geile Sachen dabei und das ist so Wahnsinn. Das macht richtig Spaß, euch dazu zu gucken, was ihr so abliefert. Und ich finde das sehr, sehr spannend und eigentlich sehr geil. So, jetzt machen wir hier noch so ein bisschen Struktur rein. Und zwar dunkel ich die Haare noch mal ein bisschen ab. Warum mache ich das? Weil ich das hier zu sehr hell finde. Seht ihr das? Da hier scheint die Leinwand durch. Das ist zwar gehen mir jetzt die Dagger-Strokes und so, die ich gemacht habe, gehen jetzt natürlich verloren. Aber mir gefällt das nicht. Und dann lasse ich es auch nicht drinnen. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte das jetzt mehr eingecovert haben und muss halt dann jetzt nachher nochmal mit Weiß das Ganze ein bisschen nachziehen. Hier hinten raus ist nicht so wild, wenn das mehr durchscheint. Das ist ja der Hintergrund hier von den Wolken. Das passt das hier an so einem Rand auch oder wo es so ein bisschen lichter wird, wenn man natürlich hier auch dann nicht mehr so volles Haar hat. Hier oben passt das ganz gut. Hier unten ist das natürlich Nonsens, weil niemand hat an seinem Kopfansatz irgendwie die Hintergrund sichtbar. Also dann hast du ein ganz anderes Problem, wenn das der Fall sein sollte. Also ein Loch im Kopf. Deswegen nebel ich das Ganze hier nochmal ein bisschen mit dem Flashbrown viel mehr ein, damit ich da natürlich auch eine gewisse Deckkraft habe. Das auch ein bisschen abcovern, damit das auch sinniger ist. Also da muss man einfach gucken und dann muss man halt einfach sich auch ein bisschen wieder die Details wegnehmen. Das ist halt einfach so. Und die dann eben wieder mit einem helleren Ton wieder neu einarbeiten. Aber das müsst ihr dann halt machen, damit es sinniger ist. Und dann da kommt ihr nicht drum rum. Aber das ist mir dann, wenn ich das sehe, ist das kein Problem. Weil ich jemand gerne bin, der so lange rummacht, bis das passt. Und da passt das schon sehr, sehr geil. Deswegen ist das auch völlig in Ordnung. Ich gehe halt hier und da nochmal ein bisschen rein und ziehe das Ganze nochmal ein bisschen nach. Hier ziehe ich mit dem Flash Brown jetzt nochmal ein bisschen hier, mache ich nochmal schnell einen weicheren Übergang zu dem Blood Red und so, damit das nochmal ein bisschen schöner aussieht. Und gehe hier aber auch nochmal rein und nebel das nicht nur einfach voll, sondern mache halt immer wieder kleinere Striche, damit das auch trotzdem man die Strukturen immer noch so sieht. Auch das ganz Kleine sieht man manchmal noch so ein bisschen durch. Deswegen ist das viel sinniger, das so zu machen, wie ich das tue, und nicht einfach einzufärben. Spart euch natürlich die Zeit, aber dann gehen natürlich wiederum auch Details verloren. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich, dass es hier eigentlich schon geil aussieht. Und deswegen machen wir das auch. Und deswegen ist das doch eigentlich voll easy und ganz okay so.
muss man halt nachher mit Weiß gehen wir natürlich noch rein oder halt, ja, ich denke doch, Weiß habe ich genommen. Und dann eben das Ganze nochmal ein bisschen anzugleichen. Wobei ich sagen würde, jetzt mittlerweile würde ich kein reines Weiß mehr nehmen, sondern einfach ein helles Braun. Das sieht viel stimmiger aus und viel authentischer als ein reines Weiß oder halt ein Skin-Ton, den ich dann einfach genommen habe von dem Hautton. Das wirkt einfach ein bisschen zu abstrakt, ein bisschen zu krass. Da wäre so ein hellerer Braunton einfach ein bisschen sinniger gewesen, aber hinterher ist man immer schlauer, mittlerweile sowieso, nachdem es jetzt schon so lange zurückliegt, das Video. Aber hey, ist doch völlig okay. Wie gesagt, hier arbeiten wir dann auch auf der Seite eben. Nicht einfach eine klare Kante machen. Ihr habt da euren Haaransatz, habt ihr ja auch nicht eine volle, klare Kante. Das ist einfach nicht so. Das wird auch nie so sein, deswegen macht da solche kleine Striche rein. Das sieht viel authentischer aus und viel, viel besser und wirkt auch viel, viel besser. Das ist dann nachher viel sinniger. Viel, viel sinniger. Jetzt kommt hier die Sonne rein, du leck mir am Arsch. Kann mich nachher noch mal ein bisschen in die Sonne setzen. Das ist sehr herrlich. Bevor das nachher losgeht, wenn ich hier noch ein paar Minütchen. Okay, ja, das passt. Jetzt haben wir noch, glaube ich, 5 Minuten oder so. Dann sind wir hier durch mit der Session. Und jetzt arbeite ich hier oben nochmal raus. Das meine ich cover nochmal. Hier ist die Bleistiftkante auch nicht mehr zu sehen. Das meine ich ja, wenn man bei euren Bildern noch den Bleistift oder den weißen Faber-Castell oder was auch immer ihr nehmt zum Vorzeichnen seht, dann habt ihr was falsch gemacht. Das sollte immer weg sein, weil dann wisst ihr auch, dass ihr genug Farbe aufgetragen habt. Oder von dem Punkt ab weg genug Farbe in den Verlauf reinbringt, dass das stimmig aussieht. Wenn man das noch überall durchscheinen sieht, dann sieht das ungeil aus. Da müsst ihr einfach ein bisschen gucken. Dass das einfach passt. Ist immer ganz wichtig. Boing, boing, boing. Jetzt habe ich natürlich das Schwarz, glaube ich, genommen. Hier zu viel reingenehmelt. Das sieht natürlich auch nicht so geil aus, aber das ist jetzt so. Aber wie ich auf dem Originalbild sehe, gehen wir da nochmal mit der Farbe rein. Machen das doch, glaube ich, nochmal mit dem Skin-Ton nochmal ein bisschen. Und ja, so könnt ihr euch dann so Step by Step da durcharbeiten. Es sieht jetzt sehr, sehr dunkel aus. Ich kann euch sagen, dass die Aufnahme ist jetzt sehr dunkel. Die habe ich hier gar nicht mehr heller gemacht. Da war die Einstellung ein bisschen dunkel. Es ist nicht so dunkel, wie ihr das jetzt seht. Also es sind deutlich mehr Farbtöne drin und auch deutlich mehr von dem Hintergrund zu sehen. Das ist jetzt nur sehr, sehr dunkel. Aber wenn wir dann später mal zurückzoomen, dann werdet ihr sehen, wie hell das ist und wie viele schöne Brauntöne da drin sind. Deswegen da auch keine Sorge. Da habe ich schon darauf geachtet, dass es nicht zu dunkel wird. Aber wie gesagt, das ist einfach nochmal, das passt nochmal. Ganz gut. Aber ich glaube, seit dem Kratos, nachdem ich da Trillionen Hautporen gemacht habe, bin ich gerade mit der Gun-Kontrolle nochmal sowas von besser geworden, wenn ich das mit dem Bits hier vergleiche von einem halben Jahr. Ist schon krass irgendwie. Wie ich auch selber merke, dass ich immer wieder besser werde. Das ist eine geile Geschichte. Da macht mir das auch selber immer Spaß, mir mit eigenen Erfolg zu sehen nach Ewigkeiten, wenn ich so ein Video hier mal raushau. Das ist schon cool. Macht Spaß. Also man sieht jetzt hier, glaube ich, noch ganz leicht bisschen was, aber das hier oder das und das hier oben, das fällt 0,0 auf, weil das eben so kleinteilig ist. Aber das, wie gesagt, arbeite ich sogar hier noch ein bisschen drüber, also von dem her sieht man es gar nicht mehr. Mensch, ich bin so ein schlaues Gäpsele. Und ja, da gehe ich überall rüber, jetzt sieht man es nicht mehr, jetzt sieht es halt noch stimmiger aus. Und das ist halt, aber auch hier wieder so, einfach so schöne Linien machen, das sind alles so Sachen, das sind alles Grundtechniken, die ihr immer wieder brauchen werdet. Deswegen sind die Übungsbilder, das Übungsmaterial von mir gar nicht doof. Egal, ob ihr farbrein, ob ihr monochrom arbeiten wollt, ob ihr deckend wollt, transparent oder so mit dem weiß-schwarzen Hintergründen, wie ich das mache. Es ist völlig wurscht. Eure Technik muss am Anfang erstmal stimmen. Das ist das Wichtigste, weil mit der Gun-Kontrolle und mit allem, wenn ihr da gut zurechtkommt, dann könnt ihr danach alles andere machen ohne Probleme. Und das sind die Übungssachen wirklich, wirklich eine feine Sache, muss ich sagen. Also ich wäre froh gewesen. Ich kriege gerade auch wieder sehr viele YouTube-Kommentare, wo viele schreiben, dass sie sehr dankbar sind, dass ich die Videos mache und das Übungsmaterial, weil die Leute eben sowas nicht haben.